Guten Abend. Good evening. It's good to be with you here in Germany. Es ist schön, bei euch hier in Deutschland zu sein. I was a missionary for many years in Eastern Europe. Ich war ein Missionar viele Jahre in Osteuropa. Lived in Austria for 3 years and Ich lebte 3 Jahre in Österreich learned a little bit of German. und lernte ein bisschen Deutsch. I love the language. I wish I could speak it well. Ich liebe die Sprache und wünschte, ich könnte sie gut sprechen. I work with Answers in Genesis. Ich arbeite mit Answers in And Genesis we're based in Kentucky. und wir haben unsere Niederlassung in Kentucky. And my wife and I are real creationists Und meine Frau und ich sind wirkliche Schöpfungsfreunde, because we have 8 children weil wir 8 Kinder haben and we have 15 grandchildren. und 15 Enkel. So God has blessed us with a big family. Und so hat Gott uns mit einer großen Familie gesegnet. Answers in Genesis has full-time speakers, Answers in Genesis hat Redner, die die ganze Zeit diesen Dienst tun. but we have also built the Creation Museum near Cincinnati, Ohio. Und wir haben ein Schöpfungsmuseum in der Nähe von Cincinnati, Ohio gebaut. It's a world-famous museum. Ein weltberühmtes Museum. Over 3.5 million people have visited since we opened. Über 3,5 Millionen Menschen haben das besucht seit der Eröffnung. It's located on 20 hectares Es ist auf 20 Hektar gelegen, with beautiful gardens, mit wunderschönen Gärten, bridges over waterfalls, Brücken mit Wasserfällen, a petting zoo. einem Streichelzoo. When you go into the museum, which is 6,500 square meters, Wenn ihr in das Museum geht, das 6.500 Quadratmeter umfasst, we have animatronic dinosaurs and people, haben wir animatronische Dinosaurier und Menschen, dinosaur fossils, Dinosaurierversteinerungen, a replica of 1% of Noah's Ark, ein Nachbau von 1% von Noahs Arche, a big room that discusses geology and Noah's flood. einen großen Raum, der die Geologie und die Sintflut diskutiert. We have a world-class planetarium Wir haben ein weltgutes Planetarium and an amazing insect collection. und aufregende Insektenausstellungen. And for those who are courageous, we have zip lines Und für die, die mutig sind, haben wir auch Seilrutschen and an amazing bookstore. und auch eine schöne Buchhandlung. In 2016, we opened another major attraction, Im Jahr 2016 haben wir eine andere Attraktion eröffnet and that is the Ark Encounter. und das ist Ark Encounter, die Arche Begegnungsstätte. And it is built to the dimensions given in the Bible. Es ist nach den Ausmaßen gebaut, die in der Bibel vorgegeben sind. About 1.5 football fields long, Etwa 1,5 Fußballfelder lang, about a half a football field wide, ein halbes Fußballfeld breit and 4 stories tall. und 4 Stockwerke hoch. And it's built almost completely out of wood. Und es ist fast komplett aus Holz gebaut. And we have exhibits there that answers people's questions. Das sind Ausstellungen, die die Fragen der Menschen beantworten. We've tried to represent what it might have been like for Noah and his family. Wir versuchen darzustellen, wie es für Noah und seine Familie damals gewesen sein könnte. Noah there is animatronic. He answers people's questions. Dort gibt es auch einen animatronischen Noah, der die Fragen der Menschen beantwortet. We show how they could have cared for the animals, Wir sehen Käfige für die Tiere how they got fresh water, fresh air. und wie sie versorgt wurden mit Süßwasser und Frischluft. What did they do with all that animal manure? Was man auch tut mit der ganzen Tierversorgung und auch den Ausscheidungen. And so there's lots of answers to questions Und das sind eine Menge Antworten auf Fragen. and things for people of all ages to learn Es from. gibt für Menschen aller Altersgruppen etwas zu lernen dort. We have an Ararat zoo, Wir haben einen Ararat-Zoo and you can ride some of the animals. und man kann auf einigen der Tiere auch reiten. So I encourage you, if you come to America, So ermutige ich euch, wenn ihr nach Amerika kommt, to visit the Creation Museum and the Ark Encounter. das Creation-Museum, Schöpfungsmuseum und Ark Encounter, die Arche, zu besuchen. Now we live in a world today that believes, for the most part, in evolution. Wir leben heute in einer Welt, wo die meisten an Evolution, also Entwicklung, glauben. They believe in millions and millions of years. Sie glauben an Abermillionen Jahre, But the Bible gives us a different story, a different history. aber die Bibel nennt uns eine andere Geschichte. And I've had the privilege of speaking in 25 countries. Ich hatte das Vorrecht, in 25 Ländern zu sprechen. And I found that most Christians have accepted those millions of years. Und ich habe herausgefunden, dass die meisten Christen, oder die sich so nennen, die Millionen Jahre für sich übernommen haben. And many of them have accepted evolution. Und viele haben die Evolutionslehre akzeptiert. And so I want to talk to you today about creation
Und so will ich heute zu euch sprechen über Schöpfung and what the Bible says about und creation was die Bibel über die Schöpfung in sagt. 6 days. In 6 Tagen. We see these amazing things in the universe. Wir sehen diese aufregenden Dinge im Universum. How did those galaxies come into existence? Wie sind diese Galaxien entstanden? And we live on the beautiful earth. Und wir leben auf einer wunderschönen Erde. When and how did it come into existence? Wann und wie kam sie zur Entstehung? And how did all the different plants and animals come into Wie existence? sind alle die schönen Pflanzen und Tiere entstanden? The view of most of the world, including most of the scientists, Die Sicht, die die meisten in der Welt haben und auch die meisten Wissenschaftler, is the theory of evolution. ist die Evolutionshypothese. And we need to understand that evolution is a 3-part theory Und wir müssen verstehen, dass die Evolution eine dreiteilige Theorie ist, to explain all of reality. die die ganze Wirklichkeit erklären will. And so we have cosmological evolution So haben wir kosmologische to Evolution, explain how stars and galaxies in the solar system came into existence. die erklären möchte, wie die Sterne, Galaxien und Sonnensysteme entstanden sind. And we have geological evolution Wir haben geologische Evolution, to explain how the earth formed from a hot metal ball. die erklären will, wie die Erde geformt wurde aus einem heißen Metallball And it slowly cooled over millions of years und sich langsam abgekühlt hat im Laufe von Millionen Jahren and produced layers of rock with fossils in them. und Felsablagerungen gebildet hat mit Fossilien in ihnen. And then we have biological evolution Und dann haben wir die biologische Evolution, to explain how the first living cell came into existence wie die erste lebendige Zelle zur Entstehung kam. just by accident. Durch Zufall wird gesagt. And then over millions of years of reproduction and transformation, Und dann über Millionen Jahre von Fortpflanzung und Umwandlung all the different plants and animals and people sind came alle into die existence. verschiedenen Pflanzen, Tiere und Menschen entstanden. And so we have the Big Bang Theory for the origin of the universe. So haben wir die Urknalltheorie für den Ursprung des Universums. And we have charts like this in textbooks Und wir finden Karten wie diese in Lehrbüchern, showing the history of the earth. die die Geschichte der Erde zeigen sollen. And we have the evolutionary tree to show how everything is related. Und wir haben den evolutionären Stammbaum, der zeigen möchte, wie alles sich aufeinander bezieht oder verbunden ist. So evolution is a 3-part theory. So ist Evolution eine dreiteilige Theorie oder Hypothese, besser gesagt. But the Bible tells us a very different story. Aber die Bibel erzählt uns eine ganz andere Geschichte, It's really a history. die wirklich eine Geschichte ist, historisch. And in Answers in Genesis, we have developed what we call the 7 C's of history. Bei Answers in Genesis haben wir entwickelt, was wir die 7 Cs der Geschichte nennen. 7 words in English that start with C 7 Worte in Englisch, die mit C beginnen. that refer to 7 key events in history Die beziehen sich auf 7 Schlüsselereignisse in der Geschichte, so that we can understand the world that we live in. sodass wir die Welt verstehen können, in der wir leben. And so we have creation, So haben wir als erstes C, Creation, Schöpfung. which explains why we have all these amazing plants and animals Das erklärt, warum wir alle diese wunderbaren, aufregenden Pflanzen und Tiere and the sehen. amazing DNA molecule. Und die unglaublich komplexen DNS-Moleküle des Erbguts. And then we have corruption. Und dann haben wir als zweites C Corruption, das heißt Verderbnis, Sündenfall, Fluch. And that brought death and disease and suffering into the world. Und das brachte Tod, Verderbnis und Krankheit und Leiden in die Welt. And so now we don't live in that original, very good creation. Und so leben wir nicht in einer Schöpfung, die ursprünglich sehr gut war, laut Bibel. We live in a fallen creation. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. And then we have catastrophe Und dann haben wir Katastrophe. that explains Noah's flood Das erklärt die Sintflut. and helps us to understand why the earth is covered with thousands of meters of sedimentary rocks. Und da verstehen wir, warum die Welt bedeckt ist mit Ablagerungen, tausenden Metern, mit Fossilien, mit Versteinerungen von toten Lebewesen. And then we have confusion, Und dann haben wir Confusion, das heißt Tower of Verwirrung, Babel. Sprachenverwirrung, der Turm von Babel. which explains why we have different languages and different people groups. Das erklärt, warum wir verschiedene Sprachen und Völkerschaften haben. And then Christ, Und dann Christus. who came into the world to solve the problem that started in the Garden of Eden.
Er kam in die Welt, um das Problem zu lösen, das im Garten Eden begann. But he didn't come just to be a good example Aber er kam nicht einfach nur, um ein gutes Beispiel oder Vorbild zu or to sein teach us how to live, oder uns zu lehren, wie wir leben sollten. but he came to die on a cross Er kam, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, to pay the penalty for our sins, um die Strafe für unsere Sünden zu tragen und zu to bezahlen. solve the problem that started in the Garden of Eden. Er löste das Problem, das im Garten Eden begann. And then he rose from the dead and he ascended to heaven. Er stand auf von den Toten und stieg auf zum Himmel. And he's waiting until the Father sends him back Und er wartet, bis der Vater ihn wieder zurück auf die Erde sendet. as the King of Kings and the Lord of Lords. Als der König der Könige und der Herr der Herren. And he will consummate history. Und er wird die Geschichte zur Vollendung And führen. he'll bring an end to the death and disease and suffering. Und mit dem Tod und der Krankheit und dem Leiden ein Ende machen. The 7 C's of history. Das sind die 7 Cs der Geschichte. But most Christians today in the world Aber die meisten Christen heute in der Welt don't believe those first 4 C's. glauben nicht an die ersten 4 Cs. And so they've come up with various ways to interpret Genesis. Und so sind sie zu verschiedenen Auslegungen gekommen, wie sie die Genesis interpretieren. And there are various views in the church. Und es gibt verschiedene Ansichten in den verschiedenen Kirchen oder Gemeinden. There's theistic evolution or creation by evolution. Es ist zum Beispiel verbreitet die sogenannte theistische Evolution oder Schöpfung durch Evolution, wo man beides zusammenbringen möchte. And these Christians say that God created, Und diese Christen sagen, dass Gott schuf, but evolution teaches us how and when God aber die created. Evolution, also die Entwicklungslehre von Darwin, sagt uns, wie und wie lange Gott dazu brauchte, um zu schaffen. And so they accept all 3 aspects of the evolution story. Und so akzeptieren theistische Evolutionisten alle 3 Aspekte der Evolutionslehre. But then there are other Christians who reject biological evolution, Dann gibt es andere Christen, die verwerfen die biologische Evolution, but they accept the millions of years. aber sie akzeptieren die Millionen Jahre. And so they say every so often God supernaturally created new forms of life. Und sie sagen, immer wieder hat Gott die Lebensformen weiter ausgeformt. And so there are various places where they put those millions of years into the Bible. Und dann gibt es verschiedene Stellen, wo sie versuchen, diese Millionen Jahre in der Bibel zu finden oder da hineinzulegen. So that they can say, well, I believe the Bible and I also believe what the scientists say. Und dann können sie sagen, ich glaube zwar an die Bibel, aber ich glaube auch gleichzeitig daran, was die evolutionistischen Wissenschaftler sagen. And so one approach is to put the millions of years into each of the days. Ein Versuch ist, dass man versucht, die Millionen Jahre in diese Schöpfungstage hineinzulegen. And that's sometimes called the day-age view Das nennt sich die Tag-Zeitalter-Sicht oder Lehre or progressive creation. oder fortschreitende Schöpfung. Or theistic evolutionists would have the same view. Alle theistischen Evolutionisten haben die gleiche Ansicht. So these days are not 24-hour days. Aber diese Tage, nach dieser Ansicht, sind keine 24-Stunden-Tage. They're each hundreds of millions or billions of years old. Da Along. ist jeder Tag praktisch Hunderte von Millionen Jahre enthält praktisch. Another approach is to put the millions of years between the days. Ein anderer Versuch ist, die Millionen Jahre zwischen die Schöpfungstage hineinzustecken oder stopfen. So each day is a literal 24-hour day, Von diesen Vertretern wird gesagt, jeder Tag ist zwar ein wörtlicher 24-Stunden-Tag, but there's millions of years between each day. aber das sind Millionen Jahre zwischen diesen 24-Stunden-Tage. Another approach is called the gap theory, Ein anderer Versuch oder Behauptung ist die Gap- oder Lückentheorie. which puts all the millions of years between verse 1 and verse 2 of Genesis Und 1. diese Gap- oder Lückentheorie setzt die Millionen Jahre zwischen Vers 1 und Vers 2 in 1. Mose 1. And then some have said, well, we'll put all the millions of years before verse 1. Und dann gibt es andere, die setzen die Millionen Jahre vor Vers 1 der Bibel. I think all of those views are wrong. Ich denke, alle diese Ansichten sind falsch. And I want to give you some reasons tonight. Und ich gebe euch einige Begründungen dafür heute. Reasons to believe that all of the first 11 chapters are real history. Ich werde euch Belege geben, um glauben zu können, dass die ersten 11 Kapitel der Bibel wirklich Geschichte, Weltgeschichte sind. First of all, the literary characteristics of these chapters are historical.
Zuerst einmal, dass alle literarischen Merkmale dieser Kapitel historisch sind oder auf Historizität, wirkliche Geschichtlichkeit hinweisen. It's the same kind of literature as Genesis 12 to 50, Exodus, Joshua, 1 Samuel. Es ist genau die gleiche Art von Geschichte wie ab Kapitel 12 von 1. Mose und die weiteren Bücher 2. Mose, 3. Mose und Josua, Richter, Samuel und so weiter. It describes real names, real times, real places, real people. Die Kapitel 1. Mose 1 bis 11 beschreiben wirkliche Geschichte, wirkliche Namen, wirkliche Leute, wirkliche Ereignisse. And it does not have the characteristics of Hebrew poetry. Und sie haben nicht die Kennzeichen von hebräischer Dichtung, ja, Poesie. Very different kinds of literature in the Bible, poetry versus history. Es gibt in der Bibel sehr verschiedene Gattungen, und zwar Poesie, also Dichtung, oder Geschichtsberichte. Now at this point, some Christians will object. An diesem Punkt wenden manche Christen ein. Yes, it doesn't look like Hebrew poetry. Ja, es sieht nicht wie hebräische Poesie oder Dichtung aus. But Genesis 1 is a special kind of literature. Aber Genesis 1, 1. Mose 1, eine spezielle Art von Literatur. And there's a structural poetic parallelism. Und da ist ein struktureller, poetischer Parallelismus. And they say, you see, the first 3 days are describing, Und sie sagen, man sieht die ersten 3 Tage beschreiben the creation of environments. Beschreiben die Erschaffung der ganzen Umwelt oder Umgebung. And then the next 3 days are filling those environments. Und die nächsten 3 Tage, die würden dann diese Umwelt füllen mit den Details praktisch. So day 4, things fill what was made on day 1. Tag 4 würde dann füllen, was geschaffen war bei Tag 1. Things made on day 5 filled what was made on day 2. Und Tag 5 füllt, was in Tag 2 geschaffen war. And things made on day 6 filled what was made on day 3. Und Tag 6 füllt den Tag 3 auf. It's a beautiful parallelism. Es ist ein schöner Parallelismus. Well, it is if you don't pay attention to the details. Aber nur so lange, wie wir nicht auf die Einzelheiten achten im Text. Because the rakia, the expanse, the firmament made on day 2, Denn das hebräische Wort Rakia, das heißt Ausdehnung oder Feste, das geschaffen wurde am Tag 2, it was made on day 2. And that's what God put the sun, moon and stars in. es war geschaffen an Tag 2. Gott hat später die Sonne, Mond und Sterne in diese Rakia gesetzt. So day 4 really goes with day 2. Und so passt also Tag 4 nicht mit Tag 1 zusammen, sondern mit Tag 2. And then the water was actually made on day 1. Das Wasser wurde geschaffen an Tag 1 And seas were not formed until day 3. und Meere wurden nicht geformt vor Tag 3. But the fish were made on day 5 to fill the water of the seas. Aber die Fische wurden geschaffen am Tag 5, um die Wasser der Meere zu füllen. So the fish go with either day 1 or day 3, not with day 2. Die Fische, die sind im Zusammenhang mit Tag 1 oder Tag 3, aber nicht mit Tag 2. And nothing was made on day 6 to fill the sea that was made on day 3. Nichts wurde geschaffen an Tag 6, um das zu füllen, was an Tag 3 geschaffen ist. And the earth was made on day 1, but nothing on day 4 was made to fill the earth. Die Erde wurde geschaffen an Tag 1, aber an Tag 4 wurde nichts geschaffen, was die Erde füllen sollte. So it's not a nice, neat parallelism. Und so ist es eben nicht so ein netter Parallelismus, wie da manchmal behauptet wird. Well, another evidence that this is history, Ein anderer Beweis, dass das Geschichte ist, 1. Mose 1. and that is that Jesus viewed it as history. Und das ist ganz wichtig, dass der Herr Jesus es als Geschichte auch betrachtet hat, als Gottes Sohn. And Jesus was very emphatic about the authority of Scripture. Und Jesus hat sich sehr stark berufen auf die Autorität der Heiligen Schrift, also des Alten Testaments in dem He Fall. constantly confronted the Jews for their unbelief. Er hat dauernd die Juden mit ihrem Unglauben konfrontiert. And he confronted them on the basis of the authority of Scripture. Und er nahm diese Konfrontation vor aufgrund der Autorität der Heiligen Schriften des Alten Testaments. And Jesus referred to many events in the Old Testament. Und Jesus bezieht sich auf viele Ereignisse, die im Alten Testament berichtet sind. And it's interesting that he referred to all those passages Und es ist interessant, dass er sich bezieht auf alle diese Passagen, that most skeptical people today think
are mythology. von denen die meisten skeptischen, zweifelnden Leute heute sagen, das sei Mythologie, also Märchen oder Sage. He believed Adam and Eve were the first two people and they were the first marriage. Jesus sagte und glaubte, er wusste ja als Gottes Sohn, dass Adam und Eva die wirklichen Menschen wirklich existiert haben. He Die ersten said Menschen. Abel was the first prophet and he was murdered. Und er sagt auch, Abel war der erste Prophet und er wurde ermordet. He believed in Noah and the flood. Jesus glaubte auch an Noah und die Sintflut, ging ganz selbstverständlich davon aus. He believed in the judgment of Sodom Er glaubte an das Gericht über Sodom and that Lot's wife was turned to salt. und dass Lots Frau zur Salzsäule wurde. That the people were healed who were bitten by the serpent in the wilderness. Dass die Leute geheilt wurden, die auf die Schlange schauten in der Wüste. And they survived on manna. Und dass sie überlebten und Manna bekamen. And he believed in the miracles of Elijah and that Jonah was in the belly of the fish for 3 days. Er berichtet auch und geht davon aus, von den Wundern von Elia und auch, dass Jona im Bauch des Fisches war. Für alles das gibt es Belege im Neuen And Testament. Jesus used many of these historical events as a picture of something in his own life and ministry. Der Herr Jesus hat viele dieser Ereignisse des Alten Testamentes verwendet als Veranschaulichung dessen, was er an seinem eigenen Dienst getan hat. And he told the Jews this: Und er hat den Juden Folgendes erzählt. Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben, sagt der Herr Jesus. And when he referred to Moses, he was referring to the first 5 books of the Old Testament. Und wenn Jesus Bezug nimmt auf Moses, nimmt er Bezug auf die ersten 5 Bücher des Alten Testaments. And he said, if you don't believe Moses, you won't believe me. Und er sagt, wenn ihr nicht Moses glaubt, wie werdet ihr an mir glauben? And if we believe Jesus, Und wenn wir an Jesus glauben oder auch das glauben, was er sagt, we should believe Moses, dann sollen wir auch glauben, was Moses schreibt. because Jesus believed Moses. Weil Jesus daran glaubte, dass Moses authentisch ist. In John 3, he was talking to Nicodemus. In Johannes 3 spricht Jesus zu Nikodemus He was talking to him about the new birth. über die neue Geburt oder Wiedergeburt. And Nicodemus was a religious leader. Und Nikodemus war ein religiöser Leiter in Israel. And he didn't understand what Jesus was talking about. Und er verstand am Anfang nicht, worüber Jesus zu ihm redete. And so he used the picture of birth. Und so hat der Herr Jesus das Bild von der Geburt verwendet. And he said this: Und er hat Folgendes gesagt. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? So he said, think about these earthly things, Er sagte, denkt über diese irdischen Dinge nach. birth, Geburt, the blowing of the wind, das Wehen des Windes. and that will help you to understand the spiritual things. Und das wird euch helfen, die geistlichen Dinge dann zu verstehen. I want to submit to you that the history in the Bible Ich will euch darstellen, dass die Geschichte in der Bibel is the foundation for the theology and the morality in the Bible. die Grundlage ist für die Moral, also die Werte und die Theologie in der Bibel. You see, the Bible is not just a collection of theological ideas and moral principles. Die Bibel ist nicht einfach eine Sammlung von moralischen Ideen oder theologischen Prinzipien. 2/3 of the Old Testament is history. 2/3 des Alten Testamentes handeln über Geschichte. 1/3 of the New Testament is history. 1/3 des Neuen Testamentes berichtet über And Geschichte. there's lots of historical statements scattered in the other books. Und es gibt viele historische Stellungnahmen, die über die anderen Bücher verbreitet sind. The Bible is about God's acts in time, space, history. Die Bibel berichtet über Gottes Handeln in Zeit, Raum und Geschichte. And that history has to be true, Und dass die Geschichte wahr ist, or it calls into question the theology and the morality. das stellt auch an uns die Fragen über die Theologie und Moral. If the Old Testament is a bunch of mythology, Wenn das Alte Testament Mythologie oder sagenhafte Aussagen wären, then it undermines what the Bible teaches about heavenly things. würde es untergraben, unterminieren, was sie über himmlische Dinge sagt. If the Bible's not right about history, Wenn die Bibel nicht stimmen würde bezüglich Geschichte,
then maybe it's not right about forgiveness of sins dann würde sie auch nicht stimmen, was sie über die Vergebung der Sünden or lehrt heaven and hell. oder über Himmel und Hölle. Another reason to believe Genesis as history Ein anderer Grund, um zu glauben, dass Genesis, also 1. Mose, Geschichte ist, is that the apostles believed Genesis. ist, dass die Apostel daran glaubten, dass And they Genesis Geschichte ist. constantly refer back to Genesis. Die Apostel beziehen sich konstant auf Genesis. Paul frequently does. Zum Beispiel der Apostel Paulus macht das oft. So, for example, in Romans 5, Zum Beispiel in Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. and then he refers to death coming through Adam, Dann bezieht er sich darauf, dass der Tod durch Adam, durch den wirklich historischen that Adam, Adam was the first man, Adam war der erste Mensch that Eve was made from Adam, und auch, dass Eva aus Adam gebildet wurde and that Eve was deceived. und dass Eva verführt wurde zuerst. All these details Paul affirms as literal history. Alle diese Einzelheiten bekräftigt der Apostel Paulus als unverzichtbar. Luke presents the genealogy of Jesus Der Apostel Lukas bringt den Stammbaum Jesu, die Genealogie, from Mary all the way back to Adam. von Maria ganz zurück bis zu Adam. Every one of those people must be historical. Jeder von diesen Menschen, die diesem Stammbaum von Maria zurück genannt werden, muss historisch gewesen sein. Or else Jesus is descended from a myth. Wenn das nicht so wäre, dann würde Jesus von einem Mythos abstammen. Peter believed Genesis, Der Apostel Petrus glaubt an Genesis. and he believed the flood account just as he believed the account of Sodom and Gomorrah. Und er geht von der Realität des Sintflutsberichts aus, genauso wie von der historischen Wirklichkeit von Sodom und Gomorra. Finally, the first 1800 years of church history, Schließlich sind die ersten 1800 Jahre der Kirchengeschichte, almost the whole church believed Genesis 1 to 11 was history. in diesem Zeitraum glaubten praktisch alle Kirchen an die Historizität von Genesis und dass es wirklich Geschichte ist. Virtually the whole church believed that God created in 6 days about 6,000 years ago. Zur Zeit der Urchristenheit oder allen Kirche, da glaubte man noch ganz genau, dass es 6 Schöpfungstage sind und die Welt vor 6000 Jahren geschaffen wurde. And they believed that Noah's flood was a worldwide, a global, catastrophic flood. Und man glaubte daran, dass Noahs Flut oder die Sintflut eine weltweite katastrophische Flut war. Now let's consider briefly those days of creation. Lasst uns kurz diese Schöpfungstage betrachten. The word day can have a number of meanings, Das Wort Tag kann eine Vielzahl von Bedeutungen besitzen. both in Hebrew and German and English. In Hebräisch und in Deutsch und auch in Englisch. And context always determines the meaning of the word. Der Kontext, also Zusammenhang, legt fest, welche Bedeutung ein Wort hat. So here you have a sentence with 3 different meanings of the word day. So habt ihr hier zum Beispiel einen Satz mit 3 verschiedenen Bedeutungen des gleichen Wortes Tag. In den Tagen meines Großvaters brauchte man 12 Tage, um Amerika bei Tag zu durchqueren. So back in my grandfather's days In den Tagen meines Großvaters is referring to his whole life. bezieht sich auf sein ganzes Leben, die Tage. It took 12 days, that's 24-hour days, Das sind 24-Stunden-Tage, diese 12 Tage, die man brauchte, um da zu to fahren. drive across America during the day, that's the light portion of a 24-hour day. Und um Amerika bei Tag zu durchqueren, die dritte Bedeutung, das ist nur der Abschnitt, wo es hell ist, dieser Tagesabschnitt von dem Begriff Tag. Also 3 verschiedene You know the Bedeutungen. meaning instantly from the context. Und da sehen wir, dass also die Bedeutung hier des Wortes Tag vom Zusammenhang, vom Kontext abhängt. Well, God makes it very clear in Genesis 1 that these are normal 24-hour days. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Gott macht in 1. Mose 1 ganz klar, dass es wirkliche 24-Stunden-Tage sind in der The Hebrew Schöpfung. word for day is yom, Das hebräische Wort für Tag lautet Yom. and it's defined the very first time it's used in the Bible. Und es wird definiert, wo es zum ersten Mal in der Bibel gebraucht wird, als 24-Stunden-Tag. Ich zitiere 1. Mose 1,5. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Der erste Tag oder ein Tag. So it's the light portion of the light-dark cycle,
Es ist der Lichtteil des Licht-Dunkel-Rhythmus oder Kreislaufs. And it's the whole light-dark cycle. Und es ist auch der ganze Licht- und Dunkelheit-Zyklus von dem Tag. Now, in Hebrew, they have a word for one and they have a word for first. Im Hebräischen gibt es ein Wort für eins und ein Wort für der Erste. And the word echad can mean one, or it can also be translated as Das Wort first. Echad kann bedeuten einer oder auch Erster. But in this verse, he doesn't use Rishon, In diesem Vers aber wird nicht Rishon benutzt, he uses echad. es wird Echad benutzt. And I think God is defining a day. Und ich denke, Gott definiert hier, was Tag bedeutet in diesem It's Zusammenhang. one period of dark and light, Es ist eine Periode von dunkel und hell, one day. ein Tag And it was the first day. und zugleich der erste Tag, Because he goes on to number the other days. weil er anfängt mit Ordnungszahlen, erster, zweiter und so weiter. And then he repeats that phrase, there was evening and there was morning. Und dann wird diese Formulierung immer wiederholt mit Abend und Morgen. Everywhere in the Old Testament where God numbers the days or uses evening and morning, Jede Stelle im Alten Testament, wo Gott die Tage zählt oder Abend und Morgen gebraucht, it always means a literal day, a 24-hour day. bedeutet es immer einen wörtlichen, literalen Tag von 24 Stunden. And then he defines Yom again in verse 14. Und dann definiert Gott wieder den Tag in Vers 14, When he created the sun, moon, and stars. als er Sonne, Mond und Sterne erschafft. And he tells us why he created the sun, moon, and Und er stars. sagt uns auch, warum er Sonne, Mond und Sterne erschaffen hat. It was so we could measure years and seasons and days. Diese Gestirne dienen dazu, Jahre, Tage und Jahreszeiten zu messen. And the heavenly bodies do enable us to measure literal years, literal seasons, literal days. Und die Himmelskörper erlauben es uns, wörtliche Jahre, Tage und Jahreszeiten zu messen. So, he makes it very clear these aren't just normal 24-hour days. Es wird sehr deutlich, dass es normale 24-Stunden-Tage sind. But think about this purpose. Aber denkt über den Zweck dieser Sache nach. If the sun, moon, and stars really existed for millions and billions of years before Adam, Wenn die Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne wirklich existiert hätten, Millionen Jahre vor Adam, vor dem ersten Menschen, then for most of their existence, they didn't serve the purpose for which God made them. dann hätten sie für die meiste Zeit ihrer Existenz nicht den Zweck erfüllt, wofür sie geschaffen sind. That makes no sense. Das würde keinen Sinn machen. Then there's the fact that God could have used other time words if he wanted to say, Dann betrachten wir die Tatsache, dass Gott auch andere Zeitbegriffe hätte gebrauchen können. that he created over long periods of time. Dass, wenn er über eine lange Zeitperiode geschaffen hätte. The Hebrew word door is translated with two different words in German. Das hebräische Wort Dor wird mit zwei unterschiedlichen Begriffen im Deutschen übersetzt. And if he didn't like that word, Und wenn Gott dieses Wort nicht gebraucht hätte, he could have used some phrases wenn er es gebraucht hätte, hätte er folgende Sätze gemacht, like he uses in other parts of die the er an Bible. anderen Teilen der Bibel benutzt. And if he didn't like those phrases, Und wenn er nicht diese Sätze gebraucht hätte, he could have borrowed a word from another language, hätte er ein Wort von einer anderen Sprache, ein Lehnwort nehmen können. like he did in Nehemiah and Daniel when he used Aramaic words. Wo er es bei Nehemia und Daniel tut, wo er aramäische Lehnworte verwendet. God used the only word in the Hebrew language Aber Gott benutzte das einzige Wort in der hebräischen Sprache, that means a normal 24-hour day. das einen tatsächlichen 24-Stunden-Tag bezeichnet. I think God's trying to tell us how long these days of creation were. Ich denke, Gott will uns erzählen, wie lang diese Schöpfungstage waren. But then there's the problem of the order of creation. Und dann ist das Problem der Abfolge der Schöpfung. Christians who want to just put millions of years into Genesis 1 Christen, die die Millionen Jahre in Genesis 1 hineinlegen wollen, don't pay careful attention to the order of events. legen nicht sorgfältige Beobachtung drauf auf die Abfolge der Ereignisse. Compared to the order of events in the evolution story. Vergleiche es mit der Abfolge der Ereignisse in der Evolutionslehre. See, in the evolution story, you have the Big Bang,
Die Evolutionslehre spricht vom Urknall. And about 10 to 12 billion years ago, the first stars formed. Vor 10 bis 12 Milliarden Jahren seien die ersten Sterne geformt worden. Our sun was born about 5 billion years ago. Die Sonne wäre geboren worden vor ungefähr 5 Milliarden Jahren. The earth was born about 4.5 billion years ago. Die Erde sei entstanden vor 4,5 Milliarden Jahren. And it was initially a hot metal ball. Und es war ein heißen Metallball. And it slowly cooled over millions of years. Und es hat sich langsam abgekühlt über Millionen Jahre. And then eventually water formed and we had seas. Und dann hat sich eventuell Wasser geformt und es sind Meere entstanden. But the Bible says that's completely wrong. Aber die Bibel sagt, das ist völlig falsch, diese Ansicht. The first thing that God made was the earth, and it was completely covered with water. Das erste, was Gott geschaffen hatte, war die Erde und die war komplett mit Wasser bedeckt am 2 Anfang. days later, he made dry land 2 Tage später bildete Gott das trockene Land and all the land plants. und alle die Landpflanzen. And the next day, he made the sun, moon, and stars. Und am nächsten Tag machte er die Sonne und die Sterne und Mond. So that order is completely wrong. So ist diese Anordnung der Evolutionslehre völlig falsch. And then we look at living creatures. Und dann schauen wir Lebewesen an. Evolution says life began in the oceans. Evolutionisten behaupten, das Leben begann in den Urmeeren. And millions of years after the first sea creatures, land plants evolved. Und Millionen Jahre nach den ersten Seelebewesen haben sich Landpflanzen entwickelt. And millions of years after the first land plants, dinosaurs evolved. Und Millionen Jahre nach den ersten Landpflanzen haben sich Dinosaurier entwickelt. And millions of years after the dinosaurs, the birds evolved. Und Millionen Jahre nach den Dinosauriern haben sich Vögel entwickelt. But the Bible says the plants were made before the sea creatures. Aber die Bibel sagt, die Pflanzen sind geschaffen vor den Seelebewesen oder And Meereslebewesen. since dinosaurs are land animals, Und da Dinosaurier Landlebewesen sind, they were made on day 6. wurden sie am 6. Tag But the geschaffen. birds were made before the dinosaurs. Aber die Vögel wurden geschaffen vor den Dinosauriern. So that order is wrong. So ist die Anordnung bei der Evolutionslehre falsch. You cannot harmonize the evolution story with the Bible. Ihr könnt nicht die evolutionäre Story oder Geschichte mit der Bibel harmonisieren. Then consider this. Dann betrachtet dieses. Man was created to rule over the animals. Der Mensch wurde geschaffen, um zu herrschen über die Tiere. In 1 Moses 1:28 it says this. Das steht in 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. But if the millions of years story of evolution is true, Aber wenn die Millionen Jahre Geschichte der Evolution wahr wäre, then most of the land animals and birds died and became extinct before Adam was created. dann wären die meisten Landlebewesen gestorben und ausgelöscht worden, bevor Adam entstanden ist And before he could rule over them. und bevor er über sie herrschen konnte. Finally, there's the fourth commandment in Exodus 20. Schließlich betrachten wir das 4. Gebot in 2. Mose 20. God told the children of Israel, you work 6 days and rest on the 7th. Gott sagte seinem Volk Israel, ihr arbeitet 6 Tage und ruht am 7. Tag. And he gave him the reason for the commandment. Und er gab ihnen auch den Grund für dieses Gebot. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. God very clearly says, you work 6 days and rest on the 7th Gott sagt ganz klar, ihr arbeitet 6 Tage und ruht am 7. because I created in 6 days and rested on the 7th. Weil ich 6 Tage geschaffen habe und am 7. geruht habe. And he used the same word for day in both parts of the commandment. Ja. Und er benutzt das gleiche Wort für Tag in beiden Teilen der Gebote. And I have found that most Christians who accept millions of years Und ich habe herausgefunden, dass die meisten Christen, die die Millionen Jahre akzeptieren, never pay attention to this verse. nie ihre Aufmerksamkeit auf diesen Vers richten. But this is God's own commentary on Genesis. Aber das ist Gottes eigener Kommentar zu Genesis, zur He Schöpfung. didn't create anything over millions of years. He created everything in 6 days. Er schuf nichts in Millionen Jahren, sondern in 6 Tagen.
Finally, Jesus was a young earth creationist. Schließlich, wenn man so sagen darf, war Jesus auch ein junge Erde-Kreationist. In Mark chapter 10, Jesus was asked a question about divorce. In Markus 10 spricht Jesus über das Thema Ehescheidung. The Pharisees asked him, Moses permitted us to divorce our wives. Die Pharisäer sagten zu ihm, Moses erlaubte uns von unseren Frauen zu scheiden. What do you say, Jesus? Was sagst du, Jesus? And Jesus said, no, you need to go back to Genesis to understand Und Jesus marriage. sagte, ihr müsst zurückgehen zu 1. Mose, um zu verstehen, was Ehe bedeutet. And he said this, Und er antwortete dieses: Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. and he quotes from Genesis 1 and Genesis 2. Und er zitiert aus 1. Mose 1 und 1. Mose 2. He says Adam and Eve were back there at the beginning of creation. Er sagte, Adam und Eva, die standen am Anfang der Schöpfung. So we can diagram what Jesus says with a timeline. So können wir ein Diagramm darstellen auf der Zeitlinie, was Jesus sagt. When Jesus said that, it was about 4,000 years after the beginning, Was Jesus sagte, das war 4000 Jahre nach dem Anfang, according to the chronological information in the Bible. gemäß der chronologischen Information in der Bibel. And he says Adam and Eve were back there at the beginning of creation. Und Jesus sagte, Adam und Eva, die waren ganz am Anfang der Schöpfung auch schon da. The sixth day Der 6. Tag on a 4,000-year time scale auf einer Zeitskala von 4000 Jahren is the beginning of creation. ist der Beginn der Schöpfung. If you're speaking in non-technical, non-scientific language, Wenn man es in einer nicht technischen, nicht wissenschaftlichen Sprache ausdrücken will. which is the way Jesus was speaking. Und auf diese Weise hat der Herr Jesus But gesprochen. contrast this to what evolutionists say. Der Gegensatz dazu ist, was die Evolutionisten sagen. Their timeline is 14 billion years, Ihre Zeitlinie, die erstreckt sich auf ungefähr 14 Milliarden Jahre. and the Big Bang was at the beginning. Und für sie stand am Anfang der Urknall. And when do they say that humans came into existence? Und was sagten sie, wann sind die Menschen entstanden? Was sagen sie? 100,000 to 200,000 Vielleicht to a million years ago, 100.000, 200.000 oder vielleicht 1 Million Jahre in der Vergangenheit? depending on which evolutionist you talk to. Es hängt ganz davon ab, mit welchem Evolutionisten man darüber redet. But that puts man at the very end of time to Aber, date. man passe auf, das setzt den Menschen an das Ende dieser Zeitskala, nicht an den Anfang. Jesus says man was back there at the beginning of creation. Jesus sagt, Adam und Eva waren am Anfang der Schöpfung. Evolution says no, he's at the very end of history. Evolutionisten sagen, sie stehen am Ende der Geschichte, die Entstehung des Menschen. So if Jesus is my Lord, I can't have a different view than he had. Wenn Jesus mein Herr ist, kann ich da keine andere Ansicht haben als die, die er hat. But then Christians object. Aber dann gibt es Christen, die einwenden, Yes, but Terry, 2 Peter, you're forgetting 2 Peter. Terry, du hast 2. Petrus vergessen. It says that to the Lord, a day is as 1,000 years. Da steht, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. See, so those days could have been very long periods of time. Man sieht also, diese Tage konnten sehr lange Zeitperioden sein. Well, we need to read the rest of the verse. Aber man muss den Rest dieses Bibelverses lesen. It does say a day is as 1,000 years, Wenn Sie sagen, ein Tag ist wie 1000 Jahre, but it also says in 1,000 years is as one day. aber da steht auch, und 1000 Jahre sind wie ein Tag. This verse is not defining the length of the days in Genesis 1. Dieser Vers definiert nicht die Länge der Tage in 1. Mose 1. This verse is telling us that God's timetable for when Jesus returns isn't our timetable. Dieser Vers sagt uns, dass die Zeitlänge oder Zeitplan, wenn Jesus zurückkehrt, nicht identisch ist, Gottes Zeitauffassung mit unserer Zeitauffassung. The word yom is used 2,300 times in the Old Testament. Das Wort Tag wird 2301 Mal im Alten Testament verwendet. And it's interesting to me Und es ist interessant für mich, that people use 2 Peter 3 dass Menschen 2. Petrus 3 anführen, only when they're trying to define the days in Genesis 1. nur wenn sie die Tage in 1. Mose 1 definieren wollen. They never use it in Joshua. Sie benutzen das nie bezüglich Josua. Ja, das ist Josua hier. The Bible says they walked around Jerusalem for 7 days.
Die Bibel sagt, sie sind 7 Tage lang um Jericho. Um Yeah, Jericho yeah, excuse me, herumgelaufen. yeah. Jericho. But a day is as 1,000 years. Aber wenn jetzt ein Tag wie 1000 Jahre ist, So how long did they really walk? wie lang sind sie da wirklich gelaufen? And how long was Jonah really in the belly of the Ja, und wie fish? lang war Jona wirklich im Bauch des Fisches? It says 3 days. Es heißt 3 Tage. And how long was Jesus in the earth? Und wie lange war Jesus im Grab? It says he was in the earth for 3 days. Waren es auch 3 Tage? Why don't they use 2 Peter 3 to apply there? Warum wenden Sie 2. Petrus 3 nicht darauf an mit dem Begriff Tag? It is a very wrong use of 2 Peter 3 Es ist ein ganz falscher Gebrauch von 2. Petrus 3, wenn man das to so anwendet. reinterpret the days of Genesis 1. Wenn man versucht, die 24-Stunden-Tage von Abend und Morgen in 1. Mose 1 neu zu definieren. But then people object. Dann wenden Leute ein, You can't have a 24-hour day before there's a sun. ja, es kann keine 24-Stunden-Tage geben, bevor es nicht eine Sonne gab. But listen, Aber hört zu, the sun doesn't cause a day. die Sonne verursacht nicht einen Tag. The sun is how we measure a day. Die Sonne dient dazu, dass wir den Tag messen können. All you need for a day Alles, was man braucht für einen Tag, is for some light source external to the earth, ist eine Lichtquelle, die außerhalb der Erde sich befindet, either to go around the earth in 24 hours die sich entweder herumdreht in 24 Stunden um die Erde or to stay in one place and the earth turns. oder die an once. einer Stelle steht und die Erde dreht sich. And God doesn't need the sun to create light. Gott hat nicht die Sonne gebraucht, um Licht zu erschaffen. He blinded Saul on the road to Damascus in the middle of the day. Er blendete Saulus auf der Straße vor Damaskus. And in the New Jerusalem, there won't be any sun, but there won't be any night. Im neuen Jerusalem, da wird keine Sonne sein, sondern Gott selber ist dort das Licht, lesen wir. And God did make light on day 1. Und Gott schuf das Licht schon am ersten Tag, steht in der Bibel. And people say, well, what was that light? Und Leute fragen, was war das für ein Licht? And I say, I have no idea. Und ich sage, ich weiß es auch nicht, wie das genau war. Well, why didn't God tell us? Aber warum hat es uns Gott nicht erzählt, was für ein Licht das war? And I reply, Und ich antworte, if God told us everything he knows, wenn Gott uns alles erzählt, was er weiß, the Bible would be infinitely long. dann wäre die Bibel unendlich lang. I don't worry about what he didn't tell me. Ich bin nicht aufgeregt über das, was er mir nicht erzählt hat. I worry about what he did tell me. Ich bin betroffen von dem, was er mir sagt. And he tells me clearly that he made light on day 1 and he made the sun, moon, and stars on day 4. Und er sagt ganz klar, dass er das Licht am ersten Tag geschaffen hat und Sonne, Mond und Sterne am 4. Tag. Another objection. Ein anderer Einwand. Yes, but the context. You talked about the context. Ja, ihr müsst auf den Zusammenhang schauen. Der Kontext ist nicht wörtlich zu verstehen. Right in Genesis 2, in the context, Yom is used in a way that is not literal. Yom, also der Begriff für Tag, sei also in 1. Mose 1 eben nicht wörtlich zu verstehen, wird eingewandt. Chapter 2, verse 4 says, In Kapitel 2, Vers 4 steht, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zu der Zeit, Englisch an dem Tag wann, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. see, it uses the word Yom, Schaut, es wird benutzt das Wort Tag, Yom, and it's referring to the whole creation week. und es bezieht sich auf die ganze Schöpfungswoche. So that shows us we shouldn't take the days as 24-hour days. Und das zeigt uns, warum man die Tage nicht als 24-Stunden-Tage nehmen sollte, sagt dieser But Einwand. this is not a good objection, Aber das ist kein guter Einwand, because zu der Zeit is a translation of Beyom. denn der Begriff zu der Zeit ist eine Übersetzung des hebräischen Beyom. The preposition beit, the second letter of the Hebrew alphabet, Die Präposition Beit, das ist der zweite Buchstabe des hebräischen Alphabets, attached to the word Yom. beigefügt an das Wort Yom, also Tag. And many times in the Bible, translators translate it as when. Es haben oft Übersetzer das übersetzt als wenn. But that's a very different construction than we have in Genesis 1. Aber das ist eine ganz andere Konstruktion als die, die wir in 1. Mose 1 vorfinden. There we have Yom modified by a number.
Dort haben wir das Wort Yom modifiziert durch eine Zahl. And we have a good example of these same uses of Yom in the fourth book of Moses. Wir haben ein gutes Beispiel für den ähnlichen Gebrauch des Wortes Yom im 4. Buch Mose. And the children of Israel had built the tabernacle, Die Kinder Israels hatten die Stiftshütte gebaut and they had 12 days of sacrifice. und sie hatten 12 Tage geopfert. And we read in verse 10, Wir lesen in 4. Mose 7, Vers 10, und die Fürsten brachten das, was zur Einweihung des Altars dienen sollte, an dem Tag Beyom, als er gesalbt wurde. Und die Fürsten brachten ihre Opfergabe dar vor dem Altar. so here we have Beyom referring to the whole 12 days of sacrifice. Und so haben wir die Formulierung Beyom bezogen auf die ganzen 12 Tage der Opferung. Then in verse 12 it tells us who sacrificed on the first day. Vers 12 sagt uns, wer am ersten Tag opferte. Der nun seine Opfergabe am ersten Tag darbrachte, war Nachschon vom Stamme Juda. And in verse 18, who sacrificed on the second day, and on the third day, and on the fourth day. Ja, und dann kommt am Vers 18, am zweiten Tag Nathanael opferte, am dritten Tag Eliab, am vierten Tag und so weiter und so weiter. These are 12 24-hour days of sacrifice. Das sind 12 24-Stunden-Tage, wo das Opfer durchgeführt wurde. The days are numbered. Die Tage werden gezählt. And then in verse 84, it uses Beyom again. Und in Vers 84 wird Beyom benutzt. So it's like a sandwich. Das ist wie ein Sandwich. You got a piece of bread, Beyom. Du bekommst ein Stück Brot, nimmst You du got a piece of Beyom. bread, Beyom. Ein weiteres Stück Brot, Beyom. In between, you have cheese and ham. Und dazwischen habt ihr Käse und Schinken. That's Yom with a number. Das ist Yom mit der Zahl. The bread is not the same as the cheese and the ham. Das Brot ist nicht das gleiche wie der Käse und Schinken. One more objection. Ein weiterer Einwand. Too many things happened on the sixth day to happen in 24-hour days. Es wird behauptet, zu viele Dinge sind geschehen am 6. Tag, als dass es alles in einem Tag sich hätte ereignen können. Well, let's look at what happened on day 6. Lasst uns einmal betrachten, was am 6. Tag der Schöpfung geschehen ist. God made all the land animals and the Garden of Eden. Gott schuf alle die Landtiere und den Garten Eden. Could someone tell me how long that took? Kann mir jemand sagen, wie lange das dauerte? I think about that long. Ich denke so wie ein Fingerschnips. Okay. Next, God made Adam. Das nächste, Gott schuf Adam. Could someone tell me how long that took? Kann mir jetzt sagen, wie lange? I think about like that. Wie ein Fingerschnips. Then he saw that Adam was alone. Dann sah Gott, dass Adam allein oder einsam war. How long did that take? Wie lange dauerte das? Then he put Adam to sleep. Dann versetzte Gott Adam in einen Schlaf. When I was 16 years old, Als ich 16 Jahre alt war, I got my wisdom teeth taken out. wurden meine Weisheitszähne herausgenommen. The dentist told me to count to 10. Der Zahnarzt sagte mir, ich sollte bis 10 zählen. I got to 7 and I was gone. Ich kam bis 7 und dann war ich fertig. I don't think it took God very long to put Adam to sleep. Ich denke, es dauerte nicht sehr lange, bis Gott Adam in Schlaf versetzte, also Narkose. Ne? And then he made Eve. Und dann erschuf er Eva. And my dentist took out 4 wisdom teeth in 20 minutes. Und mein Zahnarzt zog 4 Weisheitszähne in 5 Minuten pro Zahn. So I think we've used about 5, maybe 10 seconds of the 24 hours. Ich denke, es hat 5 bis 10 Sekunden gedauert innerhalb dieses 24-Stunden-Tages, was wir bis jetzt gesehen haben. Well, the only other person who did anything was Adam. Die andere Person, die irgendwas tat an diesem Tag, war Adam. And he began to care for the garden. Und er begann, für den Garten zu sorgen, sich darum zu kümmern. Now that's an interpretation. Das ist eine Deutung. It doesn't actually say that he did that. Es wird nicht wirklich beschrieben, dass er das tat. But in chapter 2, he was still obeying God. Aber in Kapitel 2 steht, dass er Gott gehorchte. So I assume he started to care for the garden. So nehme ich an, dass er anfing, für den Garten zu sorgen. But how big was the garden? Aber wie groß war der Garten Eden? One Old Testament scholar in my country Ein alttestamentlicher Lehrer in meinem Land,
who didn't believe these days were 24 hours. der nicht daran glaubte, dass diese Tage 24-Stunden-Tage sind. He imagined that this garden was just huge, kilometers. Er stellte sich vor, dass dieser Garten riesig war, kilometerweit. But where does the Bible say that? Aber wo sagt die Bibel das so genau? It was a place of testing, Es war ein Ort der Prüfung, where God tested Adam's obedience. wo Gott Adams Gehorsam prüfte. He didn't need a huge garden to do that. Dazu braucht er nicht einen riesigen Garten, um das zu tun. Well, Adam named the animals and the birds. Nun kommen wir dazu, dass Adam den Landtieren und Vögeln Namen gab. He didn't name any sea creatures. Adam gab nicht den Seelebewesen He didn't Namen. name plants. Er hat auch die Pflanzen nicht mit Namen etikettiert. The Bible says he named the animals of the beasts of the field, not the beasts of the earth. Und man muss genau lesen, es wird gesagt, dass Adam den Namen gab den Tieren des Feldes und nicht allen Tieren der Erde. And it doesn't say that he gave double Latin taxonomic classification names. Es wird nicht gesagt, dass er den Tieren taxonomische lateinische Doppelnamen gab. Also, ihr kennt ja diese lateinischen. Based on a careful study of the anatomy and behavior of the animals. Die auf einer sorgfältigen Studium des Verhaltens und der Anatomie der Tiere beruht. He could have just been giving names from the language built into his mind. Er gab einfach Namen der Sprache, die Gott in seinen Verstand eingegeben hatte. Names like dog, Namen wie Hund, cat, Katze, cow, Kuh, horse, Pferd. for his children and his family to talk about. Um das seiner Frau und seinen Kindern darüber zu sprechen mit ihnen. And I calculated that if he named one animal every 10 seconds, Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass er alle 10 Sekunden einen Namen vergab an die Tiere. and the Bible says he didn't have to go out and collect the animals. Und die Bibel sagt auch, er musste nicht hingehen und die Tiere sammeln. God brought the animals to him. Gott brachte die Tiere zu ihm. So he was probably laying in the grass eating grapes. So lag er wahrscheinlich im Gras und hat dabei Weintrauben gegessen. He could have named 3,000 animals in 10 hours. Wenn man das so ausrechnet, dann hat er in 10 Stunden 3000 Namen an Grundtyp-Tierarten vergeben, Without getting sweaty at all. ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Well, the last thing that Adam did was he realized he was alone. Das Letzte, was Adam tat, war, dass er erkannte, dass er allein war. And if you had been naming animals for 10 hours, Und nachdem er 10 Stunden lang Tiere benannt hatte mit Namen and they always came in pairs, male and female, und die immer in Paaren zu ihm kamen, Männchen und Weibchen, it wouldn't be rocket science to figure out you were alone. du brauchst dann keine Weltraumwissenschaft, um zu erkennen, dass du allein bist. There was enough time. Da war genug Zeit. That's not a good objection. Und das ist eben auch kein guter Einwand, diese Behauptung, dass die Zeit nicht gereicht hätte. We can show very, very clearly that putting millions of years into the days Wir können sehr klar zeigen, dass die Lehre, die die Millionen Jahre in die Tage hineinlegt or between the days oder zwischen die Tage hineindrücken möchte, simply is not consistent with the Bible. nicht in Übereinstimmung mit der Bibel ist. So what about the gap theory? Wie steht es mit der Gap- oder Lückentheorie? Or putting millions of years before verse 1? Oder wo behauptet wird, die Millionen Jahre seien vor Vers 1 der Bibel. The gap theory is an old idea. Die Lückentheorie ist eine alte Idee oder Lehre. It actually goes back to the beginning of the 19th century, Sie geht bereits zurück zum Anfang des 19. Jahrhunderts. but C.I. Schofield made it very popular C.I. Scofield hat diese Lückentheorie sehr populär gemacht. with his study Bible in 1909. Mit seiner Scofield-Bibel im Jahre 1909. And he advocated the gap theory Und er hat leider diese Lückentheorie auch vertreten in the marginal comment about Genesis 1, verse 2. in den Fußnoten zu 1. Mose 1, Vers 2. And he said this: Und dort hat er Folgendes geschrieben. Der erste Schöpfungsakt verweist auf die undatierte Vergangenheit und lässt Raum für alle geologischen Zeitalter. He didn't understand where the millions of years idea came from. Er hatte nicht verstanden, wo die Millionen von Jahren Idee herkommt. He didn't understand that the geologists didn't see millions of years in the rocks. Er hat nicht verstanden, dass die Geologen die Millionen von Jahren in den Felsen nicht sehen konnten.
They invented the millions of years in their minds and they read them into the rocks. Sie haben die Millionen von Jahren in ihrem Gehirn entwickelt und in die Felsen hineingelesen. But that statement was in the Schofield Bible until the 1967 edition. Dieses Zitat von Scofield stand in der Scofield Bible bis zur Ausgabe von 1967. And millions of Christians around the world Und Abermillionen Christen auf der ganzen Welt forgot a very important point. vergaßen einen sehr wichtigen Punkt. It's the biblical text that is inspired, Der biblische Text ist von Gott inspiriert. not Schofield's notes. Nicht die Fußnoten von Scofield oder anderen Auslegern. He was a great Bible scholar, Er ist ein großer Bibellehrer, but he was not infallible. aber auch er war nicht unfehlbar. So the gap theory puts all the millions of years between verse 1 and verse 2. Die Gap-Theorie oder Lückentheorie setzt die ganzen Millionen Jahre zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2. And it has been a very popular view until recently. Und das war bis in die jüngste Zeit eine sehr populäre Ansicht. And now the other views that I mentioned are more popular. Und jetzt sind auch die anderen Ansichten, die ich erwähnt habe, sehr populär. But there are a number of reasons why we think the gap theory is wrong. Aber ich möchte euch Gründe nennen, warum ich denke, dass diese Lückentheorie nicht stimmt. And we've got to talk a little bit about the Hebrew again, but I think you will understand. Jetzt müssen wir ein bisschen in das Hebräische hineingehen und ich hoffe, ihr versteht es. Es wird jetzt kompliziert. The Hebrew language has two basic forms to the verb. Die hebräische Sprache hat zwei Grundformen für Verben, also für Zeitwörter. The perfect verb and the imperfect verb. Das Perfekt, also mit der vollendeten Zeit, und das Imperfekt, mit der unvollendeten Zeit. And in the very first verse, it uses a perfect verb. Und God im ersten created. Vers wird ein perfektes Verb, also eine vollendete Handlung ausgesprochen. But then the way the Hebrew language indicates to the reader that there is a succession of events, Und dann macht die hebräische Sprache dem Leser deutlich, dass da eine Abfolge von Ereignissen stattfindet. it uses what's called the vav consecutive. Sie benutzt im Hebräischen das, was man nennt, das Vav-Konsekutivum. And the vav is one of the letters of the Hebrew alphabet, Und Vav ist praktisch nur ein Buchstabe im hebräischen Alphabet. and it functions as a conjunction often. Und es dient oft als ein Bindewort. Also und heißt es. Ja. And so verse 3 begins Und Vers 3 beginnt in Hebrew, im Hebräischen. and said God. Und es sagte Gott. The and is a translation of the letter vav, Das und ist eine Übersetzung des hebräischen Vav. and it is attached to the front of the verb. Und es ist vor dieses Verb vorangestellt. So the word order in Hebrew is and said God, Die genaue Wortordnung oder Anordnung der Wörter im Hebräischen ist und sagte Gott. and was the light, Und es wurde das Licht. and God said, Und Gott sah Oder sprach. and so on through the Und so weiter und chapter. sah. und so weiter durch das ganze Kapitel. And so this is telling us the sequence of events. Und das erzählt uns über eine Abfolge von Ereignissen. It goes from verse 1 to verse 3 to verse 4 to verse 5. Von Vers 1 über 3, 4 und 5 und so weiter. But verse 2 starts a different way. Aber in Vers 2 ist es anders. It does not start with the vav connected to the verb. Da ist kein Vav, also und, verbunden mit einem Verb, also einem Zeitwort, It's a vav attached to the noun, the earth. einem Handlungswort, sondern es ist verbunden mit einem Hauptwort, und zwar dem Wort die Erde. And this is what Bible scholars often call a vav disjunctive. Das nennen Bibellehrer ein Vav-Disjunktivum. And it indicates that there's this statement is like in parentheses. Das ist praktisch wie eine Parenthese, ein Einschub. So we can illustrate it with another passage in the book of Jonah. Wir können das illustrieren mit einer anderen Stelle, hier aus dem Buch Jona. In chapter 3, we are in the middle of the book, of course. In Kapitel 3 sind wir in der Mitte des Buchs Jona. So we're in the middle of a historical narrative. Wir sind inmitten einer historischen Erzählung. And so verse 1 says, literal word order, Und Vers 1 sagt in einer wörtlichen Wortanordnung, and came the word of God
to Jonah. Und es kam das Wort Gottes zu Jona. And then verse 2 tells us what God said. Und Vers 2 sagt uns, was Gott sprach. And so the next event Und das nächste Ereignis is in verse 3. ist in Vers 3. And the verse begins, Und der Vers beginnt. and arose Jonah, Und es machte sich auf Jona. and then he went to Nineveh. Und dann ging er nach Ninive. And then the next event is in verse 4. Und das nächste Ereignis ist in Vers 4. And it says, and began Jonah to go through the Und city. es begann Jona durch die Stadt zu gehen. So here's the sequence of events. So ist eine Abfolge von Ereignissen, eine Reihenfolge. God spoke to Jonah. Gott sprach zu Jona. Jonah arose and went to Nineveh. Jona machte sich auf und ging nach Ninive. And then he started to go through the city and preach. Und dann begann er durch die Stadt zu gehen und zu predigen. And in between those events, Und zwischen diesen Ereignissen we have another sentence. haben wir einen anderen Satz. And it begins with the vav disjunctive. Und dieser beginnt, genau wie in 1. Mose 1, mit dem Vav Disjunktivum. And it says, and Nineveh was a very great city. Und Ninive war eine sehr große Stadt. Nothing is happening there. Da geschieht nichts. It's just describing the city. Es beschreibt einfach die Stadt als eine sehr große Stadt. The events are verse 1, verse 3, verse 4. Die Ereignisse sind beschrieben in Vers 1, 3 und 4. And the second part of verse 3 Und der zweite Teil von Vers 3 is like, oh, by the way, Is- let me tell you how big Nineveh was. ist praktisch, oh, lass mich beschreiben einfach, wie groß Ninive ist. Now we come back to Genesis 1. Jetzt kommen wir zurück zu 1. Mose 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. And God said, let there be light. Und Gott sprach, es werde Licht. And there was light. Und es wurde Licht. And he saw that the light was Und er good. sah, dass das Licht gut war. But in between those, he Aber zwischen says, diesen Aussagen, oh, by the way, oh, übrigens, let me tell you what the earth was like right at the beginning. Da lasst mich übrigens sagen, wie die Erde aussah, praktisch im Anfang. It was completely covered with water and it was in complete darkness. Sie war völlig mit Wasser bedeckt und es herrschte völlige Dunkelheit. There was no event happening. Es war kein Ereignis, das geschah. It's giving us a state of being. Es gibt uns einfach eine Beschreibung des Zustandes. Now that verse says that the earth was without form and was empty. Der Vers sagt uns, dass die Erde ohne Form war und leer. Tohu vabohu is the Hebrew. Hebräisch Tohu Wabohu. And people interpret that as meaning that there was judgment, Und manche Leute interpretieren das so, dass da ein Gericht beschrieben that there würde, was chaos. dass da Chaos herrschte. And they will point to Jeremiah 4, Und sie weisen auf Jeremia 4, where the same two Hebrew words are used. Vers 23 hin, wo die gleichen hebräischen Wörter benutzt werden. Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer. Und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. But the two Hebrew words, tohu vabohu, Zwei hebräische Worte, Tohu Wabohu, don't by themselves mean judgment. bedeuten nicht in sich selber Gericht. They only have that meaning in this context Die haben die Bedeutung nur in diesem Zusammenhang. of the whole chapter Des of, ganzen of Kapitels. Jeremiah 4. Jeremia 4. And so there's no evidence of any judgment in Genesis 1. So ist also kein Beweis für irgendein Gericht in 1. Mose 1. In fact, 7 times God says, it was good, it was good, it was good. In Wirklichkeit sagt Gott dort 7-mal, es war gut, es war gut, es war gut und so weiter. And at the end of the chapter, he said he saw everything and it was very good. Und am Ende des Kapitels sagt Gott sogar, alles war sehr gut. So there was no judgment in Genesis 1. Es findet sich also in 1. Mose 1 noch kein Gericht. It simply means that the earth was empty, Das heißt einfach nur, die Erde war leer. there were no plants, no Es animals, gab no keine Pflanzen, people, keine Tiere, keine Menschen, there were no stars in the heavens, keine Sterne am Himmel. there was no form, there were no hills, no valleys, it was just covered with water. Sie war ungeformt, ohne Hügel und Berge noch. Es war einfach ein Rohzustand praktisch. Now many people who believe in the gap theory Viele Leute, die an die Lückentheorie glauben, want to place the fall of Satan in that gap. die wollen den Fall Satans in diese Lücke hineindeuten. But I don't think that works. Aber ich denke nicht, dass das
funktioniert. I think that the fall of Satan had to happen after the seventh day. Ich denke, dass der Fall Satans nach dem 7. Tag geschehen ist. First, because God looked at his whole creation at the end of 6 days, and it was very good. Der erste Grund ist, dass Gott seine Schöpfung betrachtete und feststellte, sie war sehr gut. It makes no sense that a fallen being in rebellion against him Es macht keinen Sinn, dass ein gefallenes Wesen in Rebellion gegen ihn was wandering on the earth in rebellion against him. auf der Erde herumwanderte in Rebellion gegen Gott. And he calls that very good. Und Gott hätte das dann sehr gut genannt. And he couldn't have fallen on the seventh day Und er konnte auch nicht gefallen sein am 7. Tag, because God sanctified the seventh day and blessed it. weil Gott den 7. Tag heiligte und segnete. But also when we look at Ezekiel, Wenn wir auf Ezekiel schauen, it's a prophecy about the king of Tyre. findet sich in Kapitel 28 eine Prophetie über den König von Tyrus. And most Bible scholars believe it's also referring to the fall of Satan. Und viele Bibelausleger sagen, es bezieht sich auch auf den Fall Satans. And it says in verse 13 that he was in the garden of Eden. In Vers 13 lesen wir, er war im Garten Eden. And in verse 15 that he was still in a perfect state. Und in Vers 15 steht, er befand sich noch in einem vollkommenen Zustand. And he fell after that. Und er fiel danach. And verse 17 says he was cast down to the earth. Und Vers 17 lesen wir, er wurde hinabgeworfen auf die Erde. But there's nothing in this passage or any other passage Aber es findet sich nichts an dieser Stelle der Bibel oder an einer anderen Stelle, that God judged the earth when he cast Satan down. dass Gott die Erde richtete, als er Satan hinabgeworfen hat. Every judgment of the earth in the Bible Jedes Gericht über die Erde in der Bibel is related to man's sin, bezieht sich auf die Sünde des Menschen, not the sin of Satan. nicht auf die Sünde Satans. We come back to the fourth commandment Wir kommen zurück zum 4. Gebot. and notice what it says. Und passt auf, was es sagt. That in 6 days God made what? Denn in 6 Tagen schuf Gott was? He made the heavens, the earth, the sea, and all that is in them. Die Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darinnen ist. He didn't make anything before the 6 days. Er machte nichts vor den 6 Tagen. He made everything in 6 Er days. schuf es in 6 Tagen. And when did God make the earth in Genesis Und 1? wann schuf Gott die Erde? He made the earth in verse 1. In Vers 1 bereits. So the first day begins in Genesis 1 verse 1. Und deshalb, ganz wichtig, beginnt der erste Tag in 1. Mose 1, Vers 1. It doesn't begin in verse 3. Er beginnt nicht in Vers 3. So there's no time before the 6 days. So ist keine Zeit vor den 6 Tagen. God created everything in 6 days. Gott schuf alles in 6 Tagen. There's another problem with the gap theory, Da ist ein anderes Problem mit der Lückentheorie. is that people who hold this view Dass Leute, die an dieser Sicht festhalten, tend to ignore or deny or minimize Noah's flood. Tendieren dazu, zu ignorieren, zu leugnen oder zu verkleinern die Sintflut. Because they want to assign the geological record of rock layers and fossils to Satan's fall. Sie wollen verbinden die Ablagerungen in den Steinen und die Fossilien mit Satans Fall. That rock record of fossils Dieser Fossilienbericht, either happened before Adam or after Adam. die Gesteinsablagerungen werden geformt entweder vor Adam oder nach Adam. If we put them before Adam, Wenn wir sie vor Adam ansetzen, then we have to say that all of that death and disease and extinction was very good. dann müssten wir sagen, dass aller dieser Tod, Krankheit und Auslöschung sehr gut wären. If they formed after Adam, Wenn sie sich gebildet haben, die Ablagerungen nach Adam, then the most logical explanation for most of that evidence dann ist die logische Erklärung für die meisten dieser Beweise is Noah's flood. ist die Sintflut. So if we believe in the millions of years, Wenn wir an die Millionen Jahre glauben würden, we're going to have to reject Noah's flood. dann müssten wir die Sintflut, Noahs Flut, ablehnen.
Because you can't believe that the rock layers were formed after Adam and before Adam. Weil du kannst nicht glauben, dass die Felsablagerungen mit den Fossilien nach Adam und vor Adam zustande gekommen If we sind. believe what the Bible says about the flood, Wenn wir glauben, was die Bibel über die Sintflut sagt, then we must reject the millions of years. dann müssen wir die Millionen Jahre ablehnen. And there's good scientific reasons to reject it as well. Und es gibt auch gute wissenschaftliche Gründe, diese Millionen Jahre abzulehnen. So you can't fit the millions of years in the days or between the days. Man kann nicht hineinpassen oder hineinstecken in die Millionen Jahre in die Tage der Schöpfung oder zwischen die Tage. You can't fit the millions of years before the days. Man kann sie auch nicht hineinfügen wollen vor die Schöpfungstage. So all of those views are wrong. Alle diese Ansichten sind falsch. There is no way to harmonize the Bible with the evolutionary story. Es gibt keinen Weg, die Bibel mit der evolutionären Welt sich zu harmonisieren. And how long ago were those creation days? Wie lange waren diese Schöpfungstage? Well, Genesis 1 tells us that Adam was made on the 6th day of history. Die Bibel sagt uns, dass Adam am 6. Tag der Geschichte erschaffen wurde. And Genesis 5 and 11 give us the genealogies Und Genesis 5 und 11 gibt uns die Stammbäume, die Genealogien. from Adam to Noah Von Adam zu Noah and Noah to Abraham. und dann von Noah bis zu Abraham. And we add the numbers and it's about 2,000 years. Und wir fügen hinzu die 2000 Jahre, And then there are several verses in the Old and New Testament verschiedene Verse im Alten und Neuen Testament that tell us that Abraham lived about 2,000 years before Jesus. sagen uns, dass Abraham ungefähr 2000 Jahre vor dem Herrn Jesus lebte. Now, some people believe that those genealogies Einige Leute glauben, dass diese Stammbäume can't really be used to calculate the age of the earth. nicht wirklich benutzt werden können, um das Alter der Erde zu berechnen. And there are some Christians who believe in a young earth and a global flood. Und es gibt viele Christen, die glauben an eine junge Erde und an eine Sintflut, weltweite Sintflut. But they think there might be some missing names in those genealogies. Aber sie denken, es gibt einige fehlende Namen in diesen Stammbäumen. And so the age of the earth could be 10,000 to 12,000 years. Und so könnte das Alter der Erde 10.000 bis 12.000 Jahre betragen. I've looked at those arguments very carefully. Aber ich habe diese Argumente sehr sorgfältig geprüft. And although it's theoretically possible that there are missing names, Es ist theoretisch möglich, dass da Namen fehlen, that is, genealogical gaps, dass es genealogische Lücken gibt, there can't be any chronological gaps. aber trotzdem gibt es keine chronologischen Lücken. Because Denn the age of each patriarch is given when the next man is born. das Alter jedes Patriarchen ist angegeben, wenn der nächste Nachkomme oder Mensch geboren wird. So it doesn't matter whether Seth was the son or grandson or great-grandson of Adam. So spielt es keine Rolle, ob Seth der Sohn, Enkel oder Urenkel von Adam war. He was born when Adam was 130 years old. Er wurde geboren, als Adam 130 Jahre alt war. And so the Bible tells us how old the earth is. Und so erzählt uns die Bibel, wie alt die Erde ist. Not by saying the earth is 6,000 years old, Nicht indem sie jetzt wörtlich schreiben würde, die Erde ist 6000 Jahre alt. because if the Bible said that, Wenn die Bibel das sagt, it would be wrong the next year. dann wäre es im nächsten Jahr falsch. It gives us the information to calculate how old the earth Die is. Bibel gibt aber die Information, um zu berechnen, wie alt die Erde ist. So when Jesus lived, it wasn't 6,000, it was about 4,000. Als der Herr Jesus lebte, waren es nicht 6000, da waren es ungefähr 4000 Jahre. Well, so what? Wieso ist das wichtig? Well, listen to the words of a famous American evolutionist. Wir hören jetzt die Worte eines berühmten amerikanischen Evolutionsanhängers. He grew up in the church, Er ist in einer Kirche aufgewachsen, but he was an atheist when he said this. aber er war zum Gottlosen, zum Atheisten geworden, als er das Folgende sagte. Ich zitiere: Ich fasse meinen Standpunkt zu den Aussagen der modernen Evolutionsbiologie zusammen. Es gibt keine Götter, keinen Sinn, Keinerlei Mächte, die ein Ziel verfolgen würden. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Ich bin mir absolut sicher, wenn ich sterbe, dann bin ich tot. Das ist dann mein Ende. es gibt keine letzte Grundlage für Ethik, keinen wirklichen Sinn im Leben und der Mensch hat keinen freien Willen. Zitat Ende. If evolution is true, that's perfectly logical thinking. Wenn die Evolution wahr wäre, dann ist das ein absolut logisches Denken.
and millions, hundreds of millions Und hunderte Millionen of people in your country, in my country, Menschen in Deutschland und Amerika, all across Western Europe, Eastern in Europe, ganz Ost- und Westeuropa, the communist world, in der kommunistischen Welt. they aren't even willing to listen to the gospel, Sie hören das Evangelium nicht an much less to believe it, und glauben auch nicht daran, because they believe evolution is proven the Bible is mythology. weil sie glauben, die Evolution sei bewiesen und die Bibel sei ein Sagenbuch. Have you heard of Dan Brown, who wrote the Da Vinci Code? Habt ihr von Dan Brown gehört, der das Buch der Da Vinci Code geschrieben hat? Listen to what he says. Hört einmal, was er sagt. Ich zitiere: Ich bin in einer kirchlichen Familie aufgewachsen und ich war ein frommes Kind. Dann in der 8. oder 9. Klasse lernte ich einiges über Astronomie, Kosmologie und die Entstehung des Universums. Ich weiß noch, dass ich einen Pfarrer gefragt habe, ich kriege das nicht zusammen. In einem Buch habe ich gelesen, dass es anfing mit einer Explosion, dem Urknall. Aber hier heißt es, dass Gott den Himmel und die Erde und die Tiere in 7 Tagen erschaffen hat. Also was stimmt jetzt? Ich bekam zur Antwort, ein braver Junge fragt das nicht. Da ging mir ein Licht auf und ich sagte mir, die Bibel ist Quatsch, Wissenschaft ist mir viel plausibler. So kam ich weg von der Religion. Zitat Ende. Don't ever tell your children, Erzählt euren Kindern nie, good children don't ask questions like that. gute Kinder stellen keine Fragen wie diese. We need to encourage their questions, Wir sollten uns ihre Fragen ernst nehmen, sie ermutigen, Fragen zu but we stellen. need to give them answers. Und wir müssen ihnen Antworten geben. There are millions of children who have walked away from the church Es gibt Millionen Kinder, die weggegangen sind von ihren Gemeinden, for the same reason that Dan Brown has. aus dem gleichen Grund, den Dan Brown hier angegeben hat. In the church, we teach the Bible. In der Kirche wird aus der Bibel gelehrt. The problem is, Das Problem ist, in most churches, in all the countries I've been in den meisten Kirchen, in allen Ländern, wo ich gewesen bin, they're just teaching Bible stories. da sagen sie in der Bibel, das seien einfach Geschichten. The children think these are just stories, Sie denken, das sind einfach nur Geschichten, like Hansel and so wie Gretel. Hänsel und Gretel. But they go to school, Und dann gehen sie zur Schule and then they learn the curriculum. und da müssen sie nach dem Lehrplan lernen And there they're told und dort wird ihnen erzählt, that this is the real history. Das, was ihr jetzt in der Schule hört, das ist die wirkliche Geschichte. And in most churches, they're not giving them any apologetics. Und in den meisten Kirchen wird ihnen keine Apologetik, also Verteidigung des Glaubens, mitgegeben. They're not answering the questions that the kids have from school. in vielen Kirchen werden nicht die Fragen der Kinder beantwortet, die sie von der Schule mit nach Hause bringen. What about dinosaurs? Zum Beispiel, was ist mit den Dinosauriern What passiert? about ape men? Was ist mit den Affenmenschen? What about millions of years? Wie steht es mit den Millionen Jahren? It's not good enough to just say, just believe the Bible. Und es reicht nicht aus, einfach zu sagen, glaub einfach an die Bibel und sonst keine Fragen weiter. Because sooner or later, Denn früher oder später the child will think they have to choose werden die Kinder denken, sie haben eine Wahl zu treffen between science zwischen sogenannter Wissenschaft and the Bible, und der Bibel, between rational thinking, zwischen sogenanntem rationalem, vernünftigem Denken, intelligent thinking, intelligentem Denken and the Bible. und der Bibel. But they're teaching apologetics in the schools. In den Schulen wird ihnen Apologetik, aber eben diese weltliche Apologetik, Verteidigung deren Lehren beigebracht. Because they're presenting scientific evidence Weil sie bringen ihnen dort angeblich wissenschaftliche Beweise. for evolution in millions of Und years. zwar für die Evolution in Millionen Jahren. But the book of 1 Corinthians tells us Im 1. Korintherbrief steht, that Adam was the first Adam, dass Adam der erste Adam war and Jesus was the last Adam. und Jesus der letzte Adam. Jesus, the creator of the world, Jesus, der Schöpfer der Welt, became a man wurde ein Mensch, to die on a cross am Kreuz zu sterben, to solve the problem that started in the Garden of Eden. um die Probleme zu lösen, die angefangen haben im Garten Eden. And Paul says, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Und in der Bibel lesen wir, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. We will all die. Wir werden alle einmal sterben.
because we're sinners and we're descended from Adam. weil wir Sünder sind und von Adam abstammen. And we will all live. Und wir werden alle leben. But some will be raised to eternal life in heaven. Aber einige werden auferstehen zum ewigen Leben im Himmel. And some will be raised to eternal death in hell. Und andere werden aufstehen zum ewigen Tod in der Hölle. And so this question of origins is really, really important. Und so ist diese Frage nach dem Ursprung wirklich sehr wichtig. And I wish I had more time to talk about some of the scientific reasons Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um über die wissenschaftlichen Beweise hier zu sprechen noch, why we don't need to believe the evolution story. weil wir nicht an die evolutionären Geschichten glauben müssen. It's a Hansel and Gretel story. Die Evolution ist eine Hänsel- und Gretel-Geschichte, ein Märchen. But as Christians, Aber als Christen we need to understand what the Bible teaches about origins. müssen wir verstehen, was die Bibel uns sagt über den Ursprung. Because there are lots of Christians, Weil es gibt eine Menge Christen, in my experience and my travels, nach meiner Erfahrung und nach meinen Reisen, die ich schon durchgeführt it's habe, over 50% of Christians who believe in evolution and millions of years. über 50%, die sich Christen nennen und an die Evolution und die Millionen Jahre glauben. If we don't have a literal Adam Wenn wir keinen wörtlich existierenden Adam haben and a literal historical fall, und einen wörtlichen historischen Sündenfall, then Jesus died for a mythological problem. dann wäre Jesus für ein mythologisches, also sagenhaftes Problem gestorben And he is then a mythological savior, und wäre ein mythologischer Erlöser, offering us a mythological hope. der uns eine mythologische Hoffnung anbieten würde. And that's what most Germans think, Und was die meisten Deutschen denken, and that's what most Americans think, das denken auch die meisten Amerikaner, and most Britons, meisten Briten, and most Chinese. meisten Chinesen. But the truth is in the Word of God. Aber die Wahrheit findet sich im Wort Gottes. And maybe you're here tonight because you were invited by a friend. Und vielleicht bist du heute Abend hier, weil du von einem Freund eingeladen wurdest. And maybe you're disappointed that I didn't give a whole lecture on science. Und vielleicht ist mancher enttäuscht, weil ich nicht eine ganze Vorlesung über Wissenschaft jetzt hier gehalten habe. But I urge you to think about what you heard. Aber ich bitte euch herzlich nachzudenken über das, was ihr gehört habt. Because this is not just a book written by ancient Jews. Denn dieses ist nicht einfach nur ein Buch, was von alten Juden geschrieben wurde. The creator of the universe caused this book to be written, Der Schöpfer des Universums hat dieses Buch schreiben lassen durch seine Boten. so that we would know the truth So können wir die Wahrheit wissen und erkennen about him über ihn and about us und über uns and about our sin problem und über unser Sünden- und Schuldproblem and about his free offer of forgiveness. und sein Gnadenangebot, uns die Sünden zu vergeben. We all have a sin problem, Wir haben alle ein Problem mit unserer Schuld und Sünde. and it causes some people to take a gun into a school and shoot 17 people. Und das führt dazu, dass Leute in eine Schule gehen und 17 Menschen erschießen. And it causes some people to hijack an airplane and fly it into a building. Und es veranlasst andere Menschen, ein Flugzeug zu kapern und in ein Gebäude hineinzurasen damit. But none of us have done that, Keiner von uns hat jetzt diese schlimmen Sachen getan, but we're all sinners. aber wir sind trotzdem alle Sünder. I've yelled at my kids. Ich habe auch schon meine Kinder angeschrien. I've been impatient with my wife. Ich bin ungeduldig mit meiner Frau. I've thought selfish thoughts. Ich habe eigensüchtige, egoistische Gedanken. I've told little white lies. Ich habe Lügen schon auch erzählt. I've coveted what other people have. I've wanted what Ja, they ich habe have. begehrt, was andere Leute besitzen. I've said words that have hurt people, Ich habe Worte ausgesprochen, die Menschen verletzt haben. and so have you. Und ihr auch. And the Bible calls those sins. Und die Bibel nennt das und vieles weitere Sünden. And I'll be 65 this year. Ich bin 65 dieses Jahr. I've been a Christian for a little over 40 years. Ich bin jetzt seit 40 Jahren ein entschiedener Christ. And every year I am more aware of my sinfulness Und jedes Jahr erkenne ich mehr meine Sündhaftigkeit von Natur aus. than I was the day that I put my trust in Christ. Und dann war es der Tag, wo ich mein Vertrauen auf Christus setzte.
And so I'm thankful for the mercy and the grace of Jesus Christ. Und ich bin sehr dankbar für die Gnade und ja, Liebe unseres Herrn Jesus Christus. But if you're a Christian here tonight, Aber wenn du, der du heute hier bist, vielleicht schon ein Christ bist, I want you to listen to the words of Peter. dann möchte ich dich einladen, auf die Worte im Petrusbrief zu hören. Heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Peter says we need to be ready to give an answer. Der Apostel Petrus schreibt, wir sollen bereit sein, jedem Menschen eine Antwort zu geben auf seine Fragen To give a reason for why we believe what we believe. und auch Gründe den Leuten zu nennen, warum wir das glauben, was wir glauben und wie wir glauben. It's not good enough to tell our children or our grandchildren Es ist nicht gut, unseren Kindern einfach zu erzählen oder unseren Enkeln or our lost neighbors or work associates. oder unseren verlorenen Nachbarn oder Arbeitskollegen. You need to believe the Bible. Ihr müsst einfach an die Bibel glauben. You need to believe in Ihr müsst Jesus. einfach nur an Jesus glauben, The Bible is true. weil die Bibel wahr ist. Jesus is who he claimed to be. Und Jesus der ist, der von sich behauptet zu sein. But we need to give them reasons Aber wir müssen ihnen auch Argumente, because they're constantly being bombarded with ideas weil sie konstant mit Ideologien bombardiert werden in dieser Welt. that say you can't trust this book. Du sagst, ich kann diesem Buch nicht vertrauen. And therefore you don't need to trust the Jesus that's Und revealed deshalb in muss this ich book. nicht Jesus vertrauen. Aber wir sollten der Bibel vertrauen. We have some resources. Wir haben hier einige Hilfsmittel und Ressourcen, um den Leuten Antworten zu And geben. they answer some of the questions that people have today. Und diese Bücher antworten die Fragen auf viele Fragen, die die Menschen stellen. I was speaking in a church last night, Ich habe gestern Abend in einer Kirche gesprochen and a little boy, I think he was 5 years old, und ein kleiner Junge, ich denke, er war 5 Jahre alt, and he came to me with his dad, er kam mit seinem Vater zu mir. and he said, "What happened to the dinosaurs?" Was geschah mit den Dinosauriern, fragte er. 5 years old. 5 Jahre alt. His sister came to me, Seine Schwester kam zu mir. and she said, "Why are there people with dark skin and people with light Warum skin?" gibt es Menschen mit dunkler Haut und mit heller Haut? She was probably about 12 years old. Sie war wahrscheinlich 12 Jahre alt. And she asked me, "What about the ice ages?" Und sie fragte, was ist mit den Eiszeiten? Children have these questions. Kinder stellen diese Fragen. And this book will help you have some answers. Und dieses Buch hilft euch, einige Antworten zu geben. And you don't need a science degree to understand the answers. Und ihr braucht keinen wissenschaftlichen Abschluss, um die Antworten zu verstehen. And Lothar has written a book that discusses the first 11 chapters of Genesis. Und Lothar hat ein Buch geschrieben, das die ersten 11 Kapitel des ersten Mosebuches leicht verständlich auslegt. And you can buy them separately or you can get them at a reduced price together. Beide Bücher liegen draußen aus. Ihr könnt sie einzeln kaufen oder zu einem ermäßigten Preis beide zusammen. And if you read English, you can go to our website. Und wenn ihr Englisch lest, könnt ihr auf die Webseite von Answers in Genesis gehen. We have over 10,000 articles. Da gibt es über 10.000 Artikel. We also have 4 books, the Answers books. Und es gibt auch im Amerikanischen schon 4 Antwortenbücher. And together they answer the 130 most asked questions. Und in diesen Büchern werden die 130 am meisten gestellten Fragen beantwortet. And you can read those whole books online. Ihr könnt diesen ganzen Bücher online lesen. And we also have a technical journal where PhD scientists Und Answers put their Genesis ist auch ein research. Wissenschaftsjournal über Forschung. And I also want to encourage you to pick up a little brochure about a museum. Und ich lade euch auch ein, eine kleine Broschüre hier rechts zu sehen, die liegt draußen auch aus, über das geplante Schöpfungsmuseum in Deutschland mitzunehmen. And it doesn't exist yet, but it is Es existiert developing noch in the nicht. minds of some. Aber es wird in den Vorstellungen German einiger Christen schon vorbereitet. And I would encourage you to prayerfully support this effort. Und ich lade euch ein, mit Gebet dieses Anliegen zu unterstützen. And if you come to the United States, come to the Creation Museum and the Ark Encounter. Und wenn ihr nach Amerika kommt, besucht das Schöpfungsmuseum und den Nachbau der Arche Noah. God bless you. Gott segne euch.